Hallo zusammen. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Deutsch Easy Tricks. Heute möchte ich über das Thema einen Partner suchen sprechen. Mein Vortrag wird aus folgenden Teilen bestehen. Als erstes möchte ich kurz auf mehrere Möglichkeiten eingehen. Dann möchte ich die Vor- und Nachteile dieser Möglichkeiten erläutern. Danach möchte ich eine Möglichkeit genauer darstellen und meine Meinung dazu äußern. Anschließend möchte ich Schlussfolgerungen ziehen. Einen Partner zu suchen, spielt eine entscheidende Rolle in unserem Leben, da es unser Wohlbefinden und unsere sozialen Fähigkeiten positiv beeinflusst. Eine stabile Beziehung bereichert unser Leben und hilft uns, uns mit einer anderen Person eng verbunden zu fühlen. Zu diesem Thema stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, zum Beispiel durch soziale Netzwerke, am Arbeitsplatz oder an der Uni und während der Reise. Es gibt Vorteile als auch Nachteile. Ein großer Vorteil ist, dass man durch soziale Netzwerke viele neue Menschen kennenlernen kann. Ein weiteres Argument für das Kennenlernen am Arbeitsplatz oder an der Uni ist, dass man gemeinsame Interessen und ähnliche Lebensziele hat. Dafür spricht, dass man während einer Reise spontane und interessante Begegnungen erleben kann. Das sind einige Vorteile. Allerdings gibt es auch negative Seiten, also Nachteile, die man nicht vergessen darf. Ein großer Nachteil ist, dass Kontakte in sozialen Netzwerken manchmal oberflächlich sind. Dagegen spricht, dass Beziehungen am Arbeitsplatz oder an der Uni kompliziert werden können. Ein weiteres Argument gegen das Kennenlernen während der Reise ist, dass die Beziehung oft nicht langfristig ist. Das sind einige Nachteile. Nun möchte ich eine Möglichkeit genauer beschreiben, nämlich einen Partner am Arbeitsplatz oder an der Uni zu finden. Ich habe Erfahrung damit, weil ich während meines Studiums viele Menschen kennengelernt habe und enge Kontakte entstanden sind. Man verbringt viel Zeit zusammen und lernt den Charakter der anderen Person besser kennen. Durch gemeinsame Projekte und Gespräche entwickelt sich Vertrauen. Natürlich muss man Berufliches und Privates trennen, aber gegenseitiger Respekt ist sehr wichtig. Zum Schluss möchte ich meine Meinung zum Thema äußern. Ich bin der Auffassung, dass es sinnvoll ist, einen Partner am Arbeitsplatz oder an der Uni kennenzulernen, weil gemeinsame Interessen und gemeinsame Zeit eine gute Grundlage für eine Beziehung sind. Hiermit komme ich zum Schluss. Ich hoffe, ich konnte Sie für das Thema interessieren. Das war alles. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.